Stille und Umbruch veredelt den Geist, reduziert die Unreinheiten zu Asche und legt das Wesentliche frei. Das Wesentliche, das Carl Jung als unerschütterliche Grundlage bezeichnet, ist das, was uns unterstützt, wenn wir uns selbst nicht mehr unterstützen können. Diese Idee lässt sich nicht nur in einer jungianischen Theorie finden, sondern auch in vielen anderen Lehren. In der Alchemie ist hier zum Beispiel die Rede von der Prima Materia, dem Grundelement, welches in der ersten Phase der Alchemie herausgearbeitet wird. In der spätmittelalterlichen Philosophie von Meister Eckhart ist es der Seelengrund, ein Ort in der Seele, der unerschütterlich ist. Wenn wir uns in die indische Philosophie orientieren, erfahren wir über Atman, das ähnliche Aspekte trägt. Es handelt sich hier nicht um direkte Analogien, sondern um Beschreibungen vergleichbarer Eigenschaften mit gewissen Unterschieden. Dennoch thematisieren sie alle ein Element, das unzerstörbar ist, etwas, das nicht sofort offensichtlich, sondern erst durch gezielte Auseinandersetzungen ins Bewusstsein treten kann. In der Psychologie kann man das Wesentliche als Gesetze, die ihm eigen sind, beschreiben. Es ist das, was unseren Kern ausmacht, unabhängig von den persönlichen Komplexen, die aus unserer Geschichte entspringen, sondern unter welchen Sternen wir geboren sind. Was angeboren ist, etwas, das beständig ist und uns niemals im Stich lässt. Im Sufismus gibt es eine Redewendung: in der Welt sein, aber nicht von ihr. Im Kontext dieses Themas spricht sie über eine Essenz, die außerhalb dieser Welt liegt. Hamed Ali Almas, ein spiritueller Lehrer und Autor, der die innere Welt und die psychologische Selbsterforschung beleuchtet, gibt eine Erklärung. Er beschreibt, dass wir, wenn wir geboren werden, aus purer Essenz bestehen, undifferenziert und zu einem gewissen Maßen unberührt. Mit dem Wachstum und unserem Umfeld der Welt formt sich unsere Persönlichkeit. Nach einigen Jahren ist das Wesen vergessen und anstelle von Essenz haben wir unsere Persönlichkeit. Das Wesentliche besteht dennoch verborgen in Tiefen und es bedarf unserer Entwicklung, die über unsere Persönlichkeit hinausgeht, um unser Wesen wieder zu entdecken. Zwei Aspekte, die uns unter den richtigen Umständen näher ans Wesentliche bringen, sind die Stille in der Einsamkeit und der Wandel. Die Einsamkeit ist eine Gelegenheit zu erkennen, was dieses Wesentliche ist. Und der rhythmische Wandel drängt uns dazu, das abzulegen, was uns nicht mehr dient. Beide Aspekte finden wir in den Symbolen des Turms, abgebildet in unterschiedlichen Bildern. In der tiefen Psychologie werden Symbole als die Wörter unseres Unbewussten angesehen. Es spricht nicht in Wörtern, sondern in Sinnbildern. Dies ist die uralte Ausdrucksform, die weitaus älter ist als unsere verbale Sprache. Wenn wir uns in unseren nächtlichen Träumen, in unseren Fantasien oder durch eine gewisse Anziehung ein Symbol erfahren, können wir versuchen, dieses zu übersetzen. Wir sehen es als eine Form der Sprache an. Yolanda Jacobi beschreibt ein Symbol folgendermaßen: Wenn sich der Archetyp im Hier und Jetzt von Raum und Zeit manifestiert, kann er vom bewussten Geist in irgendeiner Form wahrgenommen werden. Dann sprechen wir von einem Symbol. Und wann immer eine allgemeine psychische Konstellation oder eine geeignete Bewusstseinssituation vorliegt, ist sein dynamischer Kern bereit, sich zu aktualisieren und als Symbol zu manifestieren. In diesem Sinne können wir uns fragen, was ist die Bewusstseinssituation, in der das Symbol des Turms manifestiert wird? Wann in unserem Leben begegnen wir dem Turm? Und noch viel interessanter, was sagt der Turm über unsere Situation aus? Türme zieren die Skylines großer Städte, zum Teil dystopische Bilder von Wolkenkratzer, die nichts als Reflexionen und Schatten hinterlassen. Türme sind nicht mehr das, was sie einst waren. Die romantischen Türme wurden ersetzt durch eine sterile Version, gefüllt mit einer Portion an Größenwahn. Das Bild zentraler Städte
wird von Wolkenkratzern dominiert und so ist auch unser kollektives Bewusstsein von ihnen geprägt. Somit ist die Ausrichtung unserer Gesellschaft nach oben, nicht um Geist, Gott oder Bewusstsein zu ehren, sondern um unseren eigenen Stolz, unsere Grandiosität, den Kapitalismus und den technologischen Fortschritt zu preisen. Nach oben ist der Weg, den man gehen soll, die Karriereleiter hochklettern, nach den Sternen greifen, die Spitze erreichen. Nach unten ist der Tiefpunkt, Ground Bottom, Vorsicht. In dem Aufsatz City and the Soul spricht James Hillman über unsere Tendenz, in die Höhe zu streben. Es gibt immer eine Gefahr für die Seele, wenn man nur nach oben geht. Das heißt, wenn man Skylines, Türme betont und die Höhe nicht relativ zu den Tiefen hält. Es schafft eine Einseitigkeit in unserer Art und Weise, wie wir leben und wo wir leben. Wir vergessen unsere Wurzeln und die dunklen Aspekte des Lebens. Diese dunklen Aspekte sind nicht unbedingt negativ. Sie sind lediglich nicht im Licht des Bewusstseins. Ihre Auswirkungen können wir ignorieren, aber nicht verleugnen. Wenn wir diesen Aspekten keine Beachtung schenken, wachsen die über uns hinaus. Eine Kraft sammelt sich im Unbewussten an und drückt sich durch Symptome oder Krisen aus. Was wir mit unserer Einseitigkeit vernachlässigen, verschwindet nicht, sondern lebt im Schatten weiter und kehrt schließlich mit einer Macht zurück, die uns erschüttert und zur Auseinandersetzung zwingt. Eine Krise ist damit erreicht, ein möglicher Wendepunkt in unserem Leben. Die Energie, die uns in der Vergangenheit nach oben gebracht hat, erfordert nun eine neue Richtung. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Burnout. Ein Burnout wird in der Regel mit Energielosigkeit beschrieben. Allerdings ist nicht unbedingt der Fall, dass die Energie komplett verloren gegangen ist. Vielmehr befindet sich der Fluss der Energie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Aufwärtsbewegung, sondern leitet uns in die Tiefen, in unsere innere Welt. Eine Krise wird durch solch eine Erfahrung eingeleitet und durch den fallenden Turm symbolisiert. Ganz toll dargestellt ist dieser zerfallene Turm in Rider-Waite Tower Deck. Ein Turm, der in den Himmel ragt. Eine dunkle Wolke, aus der ein mächtiger Blitz in den Turm einschlägt. Der Turm befindet sich in der Zerstörung. Zwei Figuren, ein Mann und eine Frau, eine Krone, stürzen aus dem Turm in die Tiefe. Die Betrachtung der Karte vermittelt ein Gefühl der Bedrückung, Plötzlichkeit und absolute Zerstörung. Die Farbpalette Schwarz, Grau und Gelb verstärkt diesen Eindruck von Gefahr. Wie können wir diese Karte als eine Darstellung für einen Prozess in unserer Psyche verstehen? Fangen wir hierzu mit dem Turm an. Es ist kein natürliches Phänomen, sondern etwas, das durch den Menschen geschaffen wurde. Es basiert auf unser Denken, unsere Logik, unsere Vorstellung, unser Verständnis. Die Form des Turms ist maskulin. Das Maskuline steht für das Bewusstsein. Wir haben es also hier mit einem Symbol zu tun, das eine Dynamik im Bewusstsein widerspiegelt, da der Turm maskulin ist. Da es definiert ist durch unser Denken und unser Verständnis der Welt, können wir den Turm als eine Repräsentation des Egos ansehen. Schauen wir uns die nächsten Elemente an, bemerken wir, wer die Räumlichkeiten des Turms besetzt. Ein königliches Paar, die Krone, deutet hier darauf hin. Eine regierende Funktion in unserer Psyche, eine Autorität, nach der wir womöglich unser Leben ausgerichtet haben. Und der Zerfall des Turms ist kein langsamer, sondern ein plötzlicher Prozess, der durch göttliche Gewalt initiiert wurde. Eine Nachricht, die von den Mächten des Unbewussten gesandt wird und uns mitteilt, dass sich etwas ändern muss. Die Einseitigkeit, die wir im Turm sehen, es geht nur nach oben, hat ein Limit erreicht. Und es ist an der Zeit, einen Ausgleich zu schaffen. Dies geschieht nicht immer durch unseren eigenen Willen, sondern durch Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Dynamik wird auch als Enantiotromie bezeichnet, ein Begriff, der vom griechischen Philosophen Heraklit geprägt wurde. Heraklit betont, dass sich die Gegensätze ineinander umkehren können, zum Beispiel der Tag zur Nacht wird oder Leben in den Tod übergeht.
In der jungianischen Psychologie beschreibt es die gegensätzlichen Seiten im Bewussten und Unbewussten. Ich verwende den Begriff Enantiodromia für das Auftreten des unbewussten Gegenteils im Laufe der Zeit. Die bisweilen regierende Funktion des Egos mit ihrer Einseitigkeit, ihren Glaubenssätzen und Verhaltensmuster hat ausgedient. Es ist Zeit für eine Erneuerung. Diese Erneuerung wird umso deutlicher, wenn man sich die große Arkana des Taros genauer anschaut. Die große Arkana ist eine zentrale Gruppe von 22 Karten im Tarot, die einen Kreislauf darstellen. Ähnlich wie es zum Beispiel die Heldenreise tut. Und sie steht für verschiedene archetypische Themen. Der Turm nimmt die Position der 16. Karte ein und scheint einen Umbruch in diesen Kreislauf darzustellen, da auf ihn hellere und fröhlichere Bilder folgen, die ein Gefühl von Hoffnung und Optimismus vermitteln. Zusammenfassend können wir diese Darstellung des Turms als einen Akt verstehen, in dem wir uns von alten Mustern lösen, von den Wegen, wie wir uns bisher durch die Welt bewegt haben und den Kräften, die diese Bewegung bestimmt haben. Es handelt sich um eine Befreiung, die nicht durch unseren bewussten Willen initiiert wird, sondern durch eine Intervention, die außerhalb unseres Bewusstseins liegt. Nachdem wir uns jetzt eher auf die ungehemmten und lauten Bilder des Turms konzentriert haben, ist es eventuell nicht ganz deutlich, wie der Turm ein Symbol für etwas sein kann, das eine gewisse Stille widerspiegelt. Wenn wir jedoch in die Vergangenheit schauen, sehen wir ein etwas anderes Bild des Turms. Er diente zur Isolation, Isolation von Gefangenen, aber auch zur freiwilligen Isolierung. Im Artikel An Image of Mysterious Wisdom Won by Toil beschreibt Katharina Morawska das folgende. Das 18. Jahrhundert entwickelte eine weitere Bedeutung für den Turm. Die Unzugänglichkeiten seiner oberen Ebene und die Isolation seiner Bewohner, bis dahin mit Gefangenschaft assoziiert und somit eine erzwungene Isolation von der Welt impliziert, wie wir dies in der Darstellung zum Beispiel von Rapunzel sehen oder St. Barbara, wurde es ab dem Ende des 18. Jahrhunderts in einer selbstgewählten Isolation transformiert. Der einsame Turmbewohner, sei es ein exzentrischer Adliger oder ein Held in einem Roman, selbst wenn er eingesperrt ist, befindet sich aus seinem eigenen Willen dort. Er zieht sich freiwillig aus dem öffentlichen Leben zurück, um sich der Vita Contemplativa zu widmen und in kontemplativer Isolation seinen eigenen Weg zu finden. Zu den einsamen und freiwilligen Turmbewohnern und Besitzern gehören unter anderem Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Marie-Louise von Franz, Carl Jung und viele andere Persönlichkeiten aus der Philosophie und der Literatur. Alle geben uns ein bestimmtes Bild des Turms, welches nicht gleichzusetzen ist mit den Turmen, die wir uns in den vergangenen Situationen angeschaut haben. Ein Turm, dessen Zweck es ist, uns einen Raum für Fokus, Kontemplation und kreative Arbeit zu bieten. Im Turm ist man isoliert von der Außenwelt. Es ist ein Raum für Introvertiertheit. Der Turm in diesem Kontext zeigt uns das Generative und die Schöpfungskraft der Isolation. In der Außenwelt ist es leicht, dem Konsum zu verfallen. Der Turm als Symbol betont die Wichtigkeit, sich von Zeit zu Zeit zu isolieren und sich mit dem schöpferischen Teil des Wesens in Verbindung zu setzen. Doch nicht nur das. Die Isolation kann uns auch dazu dienen, uns selbst kennenzulernen und das unzerstörbare Fundament in uns zu entdecken. Die höchste und entscheidendste Erfahrung von allen ist, mit sich selbst allein zu sein oder, wie auch immer man die Objektivität der Psyche nennen möchte. Die Person muss allein sein, um herauszufinden, was ihn trägt, wenn er sich selbst nicht mehr tragen kann. Nur diese Erfahrung kann ihm ein unzerstörbares Fundament geben. Inhalte des Unbewussten haben in solch einem Kontext die Möglichkeit, ins Bewusstsein zu treten.
Carl Jung bezeichnet diese Art von Aktivieren als die Animation of Psychic Atmosphere, die Animation der psychischen Atmosphäre. Er hat dies selbst in seinem Turm in Bolingen erlebt, was ihm erlaubte, einer der bedeutendsten Pioniere der Psyche zu werden. Die Isolierung hilft uns, von der Oberflächlichkeiten des Alltages Abstand zu nehmen und Raum für das Wesentliche zu schaffen. Dies bedeutet natürlich auch, dass wir nicht in unserem Turm metaphorisch oder buchstäblich sitzen können und gleichzeitig in den sozialen Medien aktiv sind. Es wäre nicht angebracht, es wäre eine Einladung der äußeren Welt, die Welt der Ablenkung in unsere innere Welt. Dieses romantische Bild des Turms spricht also nicht nur über eine physische Isolierung, sondern auch um eine innere Isolierung. Dies schafft Fokus und der Turm besitzt Fokus in seiner physischen Form. Er ragt vertikal in die Höhe und zieht den Blick auf einen zentralen Punkt. Der Turm fokussiert, weil er eine klare Richtung vorgibt, von unten nach oben, von Profanen des Alltags zum Bedeutsamen der inneren Welt. Der Turm bietet einen Rückzug von den Stimmen, die uns beeinflussen. Er schafft eine Stille oder einen Fokus, in dem wir unsere inneren Stimmen und unsere innere Autorität wahrnehmen können. Wir entdecken unsere eigene Weisheit, die Quelle der Einsicht und Orientierung. In der Welt sein, aber nicht von ihr. Der Turm gibt uns die Möglichkeit, das Wesentliche, das Beständige unserer Psyche zu finden. Er bietet uns die notwendige Isolation, um diese näher zu kommen, und der Zerfall ermöglicht, die dominierenden Strukturen abzulegen, die uns von Wesentlichen abhalten und uns nicht mehr dienen. Ob im Traum, in dem der Turm erscheint, in plötzlichen Fantasien oder durch eine unerklärliche Neugier, die uns aus scheinbar unbeweglichen Gründen anzieht. Der Turm lehrt uns, dass die Reise nach oben nur dann sinnvoll ist, wenn sie von den tiefen Wurzeln getragen wird. Er fordert uns auf, unsere Einseitigkeit zu hinterfragen und sowohl die Höhen als auch die Tiefen zu würdigen. So wird der Turm zum Sinnbild eines psychologischen Prozesses, der uns immer wieder zurückführt zu dem, was wirklich zählt, der Verbindung zu dem unzerstörbaren Fundament unseres Wesens.